Hey Leute, heute nehme ich euch mit in die letzte Aufspannung eines Edelstahlteils. Der Auftrag war ziemlich zeitkritisch und weil das Material vom Kunden kam, durfte ich mir keinerlei Fehler erlauben. Ich zeige euch, wie ich mich durch den Einrichtprozess kämpfe, was dabei nicht ganz nach Plan läuft und wie ich am Ende trotzdem alles sauber hinbekomme. Also, viel Spaß beim Zuschauen und willkommen in meinem Alltag an der Maschine. So, das ist jetzt sowieso noch alles ein Testteil. Ich habe nämlich gestern ein paar Stunden an den, also genau, ich kann ja einmal anhalten. Ich hoffe, die C-Achse kackt jetzt nicht ab. Manchmal tut es, manchmal nicht. Passt. Ich habe jetzt hier einfach nur ein Aluteil drin, darf ich jetzt nicht anfassen, dann schmiert mir die C-Achse ab. Man sieht fast nur Fräswerkzeuge, außer ein Schlichtwerkzeug drauf. Das ist jetzt erstmal ein Aluteil. Ich habe hier 6 V4A-Teile. Damit habe ich die komplett vorgedreht. Bis auf hier ist eine K6-Passung. Und damit die mir, weil ich hier viel am Fräsen bin, nicht versaut wird, verzogen oder so, habe ich mir dann noch 5 Zehntel Aufmaß gelassen. Und das Fräsen an so einer Drehmaschine in V4A, das macht einfach keinen Spaß. Das Testen mache ich also lieber in Aluklotz. Da habe ich gleich einfach keinen Stress. Schnittwert habe ich jetzt hier auch nicht geändert oder so. Es geht mir auch eigentlich die Schnittwerte, da habe ich schon an anderen Teilen die Erfahrung mit den Fräsern, die ich habe. Allerdings ist eine Bohrung auf plus minus 500 zum Zentrum toleriert. Und da ich zuletzt meine Werkzeuge immer wieder so 800 bis 0,12 mm in X Plus korrigieren musste, die angetriebenen Bohrer, habe ich da einfach ein bisschen Sorge. Ja, und teste es so vor. So, jetzt ist das nämlich auch der Bohrer schon. Ich habe extra 2 Bohrer vorher schon gebohrt. So, das Problem ist, der eine, bei dem die Bohrung so genau toleriert ist, da habe ich nur eine Bohrung. Die anderen beiden Bohrungen, wo jetzt noch ein M6 und ein M10-Gewinde reinkommen, sind 2 und hier kann ich den Lochabstand einfach perfekt messen. Wenn der dann passt, wird das bei der einen Bohrung dann auch passen mit den gleichen Korrekturen. Kann man da was sehen? Ja. 91,3. Achtundsechzig, 7,5. Ich habe 5,1 und 8,6 gebohrt. Schon mal ein Zehntel größer für die Gewinde dann in VA, dass man keine Angst haben muss, dass beim letzten Teil der scheiß Bohrer bricht. So, plus 5,1. Mal hier einen Lochabstand von 73,85. Ich muss auf die Zeichnung gucken. Bin bei 73,9. Habe aber schon eine Zehntel Korrektur drin. Ist das hier jetzt genauso? ,3 plus 8,5. 91,3 plus 8,5. Eigentlich 0,6 eingebaut. Aha. Ich war ein bisschen größer. 6, 2. Jo. Fehlen auch 800. Ja, nutzt nichts, ne? Kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, aber wir müssen mal überlegen. Jetzt bringe ich die Korrekturen schon wieder in Ordnung. Muss aber das Gewinde noch
ich bin noch nicht richtig wach. Egal, weiter geht's. Wir haben jetzt hier T5 und das wird auch der sein, der plus minus 500 Toleranz hat. Wie die das messen wollen, weiß ich nicht. Da kommen nämlich noch ein Gewinde rein. Aber ja, schon so präzise wie möglich arbeiten. So, hier ist was ganz Spannendes. Ich habe nämlich nicht genug Platz. So, ich brauche allein 3 Gewindebohrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angetriebene Werkzeuge. Ich habe nur 6 Plätze. So, jetzt habe ich hier so eine Aufnahme, in der ich den vorderen Kopf hier, den kann ich rauswechseln. So, und jetzt habe ich einfach zwischen den Gewindebohrzyklen ein M0, so dass ich den dann auswechsel und die sind alle genau gleich lang eingespannt. Ah ja, sieht man, ne? Nicht komplett perfekt, aber das ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Jetzt haben die aber alle eine unterschiedliche Steigung. So, und wenn ich in meiner... Normalerweise würde ich ja so vorgehen bei dieser Steuerung, dass ich in der Fertigteilbeschreibung, sage ich mal, wenn man hier guckt, so, wenn da jetzt leuchten, ich weiß nicht, sieht man das, wie das rot aufleuchtet, wenn ich da drauf gehe, vielleicht bei den größeren da. So, das ist die Fertigteilbeschreibung der Gewindebohrung. Auf diesen Satz hier Nummer 33 würde ich mich normalerweise mit dem Zyklus G71 zum Bohren zum Beispiel beziehen. Ich würde sagen G71, N33, er würde das hier abfertigen, die Tiefe und so weiter. Würde aber auch auf den angegebenen Vorschub des Gewindes zurückgreifen. Das heißt, so kann ich nicht jetzt programmieren, weil ich kann nicht auf einem Platz Werkzeuge mit verschiedenen Steigungen einspeichern. Und somit würde es immer wieder eine Fehlermeldung geben, dass entweder die Steigung vom Werkzeug nicht zu der programmierten Steigung passt oder andersherum. Egal wie, es funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber dafür gibt es einen Gewindezyklus. Wenn ihr mal guckt, hier so 36, so habe ich das dann programmiert. Also, dass ich hier, es ist immer T7, gibt es keinen neuen Aufruf. Jetzt zum Beispiel der M6. Und fahre auf die Werte und mache das Gewinde mit einem G36-Zyklus, in dem ihm die Steigung des hinterlegten Gewindebohrers scheißegal ist, darauf greift er nicht zurück, sondern nur auf den programmierten hier. Und durch die immer gleich eingespannte Länge habe ich in der Werkzeugtabelle sozusagen ein Werkzeug, was sind aber 3 für mich sind. Ja, und kann dann alle möglichen Gewindesteigungen auf einem Werkzeugplatz abfertigen. So, das probieren wir dann mal aus. Ja, warum ich jetzt eben in Stocken geraten bin, ich habe jetzt die Bohrer, nachdem ich gebohrt hatte, schon mal für die VA-Teile korrigiert. Aber den Gewindebohrer noch nicht. Denn das M6 und M10 muss ich jetzt noch mit der Anfangskorrektur von 1/10 abfertigen. Die letzte Bohrung muss ich jetzt gleich dran denken, schon 1/10 raufzustellen. Und dann passt es hoffentlich für VA. Aber wenn ich sowas habe, potenzielle Gefahren, ein Werkzeugplatz, mehrere Werkzeuge. Selbst wenn ich jetzt eine größere Serie hätte, da kommt bei mir konsequent ein M0 rein mit einem Hinweis, welches Werkzeug jetzt eingewechselt werden soll. Beim Einrichten von Drehmaschinen
immer wieder spannend, wie die Parallaxe funktioniert. Das ist das, wenn ich schräg auf eine Uhr gucke, sehe ich eine andere Uhrzeit, als wenn ich gerade drauf gucken würde. Und das ist hier auch ständig. Wenn man jetzt mal von hier guckt, die T8, da geht einem dann halt schon ein bisschen die Pumpe. Was sage ich da? Ob der jetzt hier ins Teil knallt, wenn ich jetzt, also ich habe nicht mehr die 17 mm in Z zum Teil. Das heißt, mein Werkzeug wird über das Teil kommen müssen. Und sowas brauchst du dann einfach beim VA nicht. Und jetzt so ein Einrichtteil, ich mache hier einen Stopp und die Tür auf und kann es mir in Ruhe anschauen. Sprich das an, das muss man einfach von hier gucken. Genau, locker, hier ist Platz ohne Ende. Und so sieht scheiße aus halt. Das ist aber ungefähr den Blick, den ich hier maximal durch die Scheibe einnehmen kann. Ja. So. Kommt ein Gewindezyklus. Da ist meine Hand immer auf Not aus. Es passiert nichts. Jetzt gleich funktioniert das alles mit den G36 nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder es war, weil ich jetzt abgebrochen habe. Oder eine Möglichkeit noch, das checke ich vorher gegen, dass das Werkzeug noch nicht... Ich habe leider eine kleine Werkzeugtabelle, nur 128 Plätze. Dass der noch nicht auf angetrieben steht. Doch, steht ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt schon mal gemacht habe, aber es kann sein, dass das feste Gewindebohrer waren und nicht angetrieben. Fährt nicht. Tja, eine Sache probiere ich noch. Aber warum macht er das in der Simulation? In der Simulation fährt er. Im G36er fehlt theoretisch noch ein X-Befehl. Simulation gucken. Mache ich schnell auf Einzelsatz. So. Basissatz. So, Gewindebohrer ist vorgefahren. Da fährt. Tja, das verstehe ich jetzt nicht. Das geht mal weg und dann...
fährt nicht. Tja. Fehler gefunden. Und zwar, ich benutze den G36er anstatt den G73er sehr gerne, um auch in Edelstahl öfters rein und raus zu fahren. Ich sag mal, ein M6-Gewinde, das 30 mm tief ist bei V4A. Das kommt nicht oft und dann hast du mal, dann bricht der Gewindebohrer. Da fahre ich da 3-4 Mal mit dem G36 hintereinander immer rein. Und was ich dann nämlich nicht machen muss, ist die Nummer der Spindel auswählen. So, und dann geht dann nämlich von der Hauptspindel aus. Ich komme in einen angetriebenen Werkzeug. Im Zyklus sagt er aber, dass ich die Hauptspindel ausgewählt habe und das beißt sich. Warum er dann keine Fehlermeldung rausgibt, keine Ahnung, weil Simulation macht er das dann und allerdings nicht, dann steht man ganz schön leer da. Vor allem, ich habe jetzt 5 Minuten gebraucht, um mich daran wieder zu erinnern, mal kurz ins Handbuch reingucken und dieses Q sehen. Was meinst du, wie lange du brauchst, wenn du dir diese Steuerung selber beibringst? Das ist allgemein, ich habe bisher so 12 bis 20 Steuerungen, irgendwie so. Kleinere, kompliziertere, alle Steuerungen eigentlich durch. Die Morisaki Maps und das hier, das sind, die quälen einen so richtig. Okay, 7 einsteigen. So oft eingestiegen, dass ich dann immer einfach nur noch Start durchdrücke, aber da kommt ja noch das M0. Ich steige jetzt mal danach ein. Ja, die 74, das war ja eben so ein Experiment drin gelassen. Alte Experimente, um Fehler zu beseitigen. Lieber immer rausnehmen. Ich liebe auch den Wiedereinstieg bei der Karre. Das kann manchmal, wenn du jetzt im letzten Schlichtprozess oder was einsteigen musst und man hat Konturen mit vielen Wellen und ich sag mal einfach 5, 6, 700 Sätze schon vorher geschrieben, da kann die manchmal eine halbe Stunde brauchen, bis sie da wieder eingestiegen ist. Läuft. Alter, wird das knapp da auch mit dem. Und das Schöne beim Gewindezyklus ist ja immer, außer Not aus kannst du nichts mehr machen. Und da man Not aus so selten drückt, man so schnell sein muss, ist das manchmal eine heikle Entscheidung, ob man es noch macht oder nicht oder Risiko fährt oder nicht. Oh, kein Wasser. Fast. So, und jetzt kommt nämlich eine M0. Erster Gewindebohrerwechsel. Nicht fest anziehen. Ich muss einmal schauen, was tiefer ging, oder? Warte mal. Okay, da fährt der T8 jetzt komplett ins Leere, da hat man da keine Gefahr. 13 tief, 1,5er Steigung, Spinde, alles passt. Wasser geht an.
Oh, jetzt. Ja, jetzt pumpt das Herz. So. Wir haben jetzt das Problem, der T8 steht genau auf da, wo die mit der Backe. Auf einer Höhe. Jetzt muss ich einmal eben schauen, ob das M6 oder das M8 tiefer war, weil bei M6 gab es keine Probleme. Sollte gehen. Ja, muss gehen. Bei den VA-Teilen, die sind nochmal kürzer, da muss ich nochmal mit dran denken. So. Oh, wegfahren vergessen. So, nach dem M10 fehlt uns hier nämlich ein Wegfahrbefehl und ein Drehzahl aus, Wasser aus. So, den Werkzeug Wegfahrbefehl habe ich programmiert. So, kann ich auf M12 mal 1,5 wechseln. Und da habe ich jetzt ganze Zeit noch im Hinterkopf, dass ich die X-Korrektur dann jetzt unbedingt hochschalten muss. Denn das Loch dafür hatte ich bereits mit der Zweizehntel-Korrektur gefertigt. Und gucken wir mal an. Diese Bohrung wird bei den VA-Teilen hier durch diesen Flansch gehen. Das habe ich mir ja jetzt nicht extra gedreht bei dem Aluteil. Und wir haben hier kein Durchgangsloch. Heißt, hier müsste ich jetzt eigentlich einmal nochmal auch die Schnitttiefe zurückprogrammieren. Ja, super nervig, scheißegal, mache ich. Okay, letzte Gewinde. M6, M10 und M12 mal 1,5. Das M0 braucht man nicht, wir haben ihn schon drin. Jo, das sieht gut aus, der kommt überall vorbei, fährt eh nicht so tief. Und Wasser an und go. 1,5er Steigung passt, passt und weg. Ja. Okay, dann geht's, würde ich sagen, weiter einfach. Jetzt kommt das Fräsen. Ja, man hört gar nichts. Das wird gleich beim VA wohl anders sein. Aber so soll es ja auch sein. Dafür mache ich das ja. Die Fräse habe ich jetzt jeweils auch noch in X im Durchmesser ein Zehntel und 2 Zehntel größer gemacht. Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall mit Aufmaß rauskommen und ja, für die VA-Teile stelle ich dann passend zu. Ich glaube, ich fahre das auch nicht nochmal dann ab. Wenn jetzt gleich die Kontur soweit stimmt, kommen die VA-Teile rein und gut.
fahre das jetzt auch schon alles im Automatikbetrieb, nicht mehr im Einzelsatz. Ist jetzt nicht normal für mich, gerade beim ersten Teil. Ich fahre sonst immer komplett im Einzelsatz ein. Aber beim Fräsen werden das so viele Sätze, dass ich mir das dann einfach so mache, dass ich die Simulation so genau durchgucke, ob hier nichts durchs Teil ballert und sowas, sodass ich das dann im Automatikbetrieb abfahren kann. Wenn alles so knapp ist, hat man schon genug damit zu tun, den ganzen Werkzeugraum zu beobachten, die Geräuschentwicklung und eventuelle Vibrationen beim VA-Fräsen. Da brauche ich dann nicht noch unbedingt hier Angst haben, ob der Fräser durchs Teil fährt. So, ich würde sagen, bis in einer halben Stunde und dann gucken wir uns mal einmal die fertige Kontur an. So, jetzt ist tatsächlich ein Fehler passiert. Ich habe ja eben noch gesagt, ich habe das in Simulation alles im Einzelsatz eigentlich abgefahren, um genau dem hier entgegenzuwirken. Hier ist er, kann man das sehen? Da ist er reingefahren. (0,3 Millimeter). Und zwar jetzt beim Übergang, weil er jetzt nicht mehr in den Zustellungen war, sondern jetzt wollte er auf den nächsten Zyklus gehen, wo er hier so ein Schlüsselflächen tiefer fräst und irgendwie muss er von den Zyklus fertig auf den nächsten den Wegfahrabstand nicht eingehalten haben. Ich habe jetzt hinter jedem Zyklus einfach 3 mm gesagt, dass er auf 3 mm fahren soll. Gucken wir uns das mal einmal in der Simulation zusammen an, ob das dann so ist. So, wir nehmen uns mal hier eine andere Ansicht. Über einen Einzelsatz. Mal schauen. So, das ist bohren. Jetzt nochmal bohren. Winde bohren. Winde bohren. Winde bohren. So, jetzt geht's los. Dann gehe ich jetzt hier in den Basissatz. Und schaue hier immer. 2. Jetzt hat er auf -1. So, das ist jetzt aber alles im Zyklus. Da fährt er dann auf 3, wenn er das fertig hat. Und den nächsten beginnt. 1. So, und das gehe ich jetzt einmal kommentarlos für mich durch. Hier finde ich die minus 0,367. Das war der Wert, mit dem er eben durchs Teil gefahren ist. Das nimmt er sich jetzt beim Außenfräsen. So, und jetzt zur nächsten Zustellung fährt er sich jetzt nur 3 mm frei. Fährt jetzt hier auch bei minus 3,7, stellt er wieder zu. So, jetzt sieht das hier in der Ansicht aber so aus, als ob er da frei ist. Okay. So, dann ist das und das jetzt hier. Und fährt er bei dem K zwischen den Zustellungen nicht zurück. Zyklusende.
Okay. Dann versuche ich mal was anderes. Ich erhöhe den X-Abstand, sodass, wenn er dann mit der C-Achse zurückdreht, nicht durchs Teil so zurückfährt, sondern über ein Teil. So, das waren jetzt die 3,6er hier und da. Ja, ne, das gucken wir uns dann wieder an. Ja, wenn der jetzt fertig gefahren ist und rausfährt, dann werden wir sehen, ob das gereicht hat, was ich jetzt programmiert habe. So, jetzt hier sieht man es, er fährt wieder nur bis minus 367, also noch im Teil. Schauen wir. Ja, fährt er ins Teil. Die Späne. Scheiße. So, und jetzt wird er mir sogar mit minus 3,7 mm so durchs Teil fahren. Hier sieht man die ganz klare Kante. Hier haben wir das. Diese Kante hier, das sollte nicht sein. Da ist er so durchs Teil. Tja. Ihr habt jetzt aber nicht das Gefühl, dass sich durch meinen Anfahrabstand oder diesen, Moment, wie nennt er sich? Sicherheitsabstand, dass sich da jetzt irgendwas geändert hätte. Also übertreibe ich es mal. 30 mm. Gucken wir die Simulation nochmal an. Passiert uns noch nicht. Das macht er jetzt unten auch nochmal. Nochmal. Jetzt kommt das, was uns interessiert. Also ja, minus 3,3. Wieder nur 3. Fährt quer durchs Tal. Okay. Ganz anders. Jetzt ein 8er Einfahrradius. Gucken wir uns das auch noch, was sich durch den Radius so weit vom Teil entfernt. Das ist meine Theorie. So, Basissatz. Jetzt haben wir hier so einen Bogen. So, den fähren wir jetzt hier am Ende auch. Jetzt gucken wir mal so quer durchs Teil. So machen wir es. Ich programmiere diese Einfahrradius meistens nicht. Mir dauert das alles zu lange. Und sowas Kleines sieht man, obwohl ich das gestern alles durchkontrolliert habe. Es lohnt sich bei sowas einfach ein Aluteil zu nehmen. Ist ja, hat funktioniert, perfekt. Super. So, ich habe die Backen gewechselt. Das waren eben noch welche, die waren für... Ja, das ist das, beziehungsweise so.
Hier haben wir ja den Absatz. Ich spanne jetzt hier auf den Durchmesser bei den Edelstahlteilen. Das sieht dann so aus. Ich habe mir hier 2/10 Bleche zwischengelegt gehabt beim Spannen, um einfach 2/10 von den Backen wegzukommen. Ich fräse nämlich bis minus 10,1. 10,2 mm habe ich jetzt Platz. Uhr rein auf die vorgedrehte Passung. Ja, das ist ohne was zu machen. Was haben wir da jetzt? Muss ich mal gucken. Ja, wir haben jetzt hier etwas unter 200. Da kann man ja einen draus machen. Na, ist das so ein Ding, was nur schlimmer wird? Nee, 100. 100. Ja, nee, das lassen wir so. Ich habe das Gefühl, dass das so ein Ding ist, das kann nur schlimmer werden. So, und jetzt so ein paar Dinge nicht vergessen. Ich habe jetzt halt, geht man manchmal auf den Leim. Ne? Man hat jetzt ein fertiges Teil, der Druck ist raus, man denkt, jetzt könnte man starten. Ne, jetzt nochmal Piano. Ich wollte P8 noch rausnehmen, damit ich ein bisschen Ruhe habe. So werde ich die K6-Passung bei jedem Teil einfahren müssen, weil die VDI-Aufnahmen hier nicht genau genug sind, um jedes Mal was habe ich an Toleranz? Also wir haben 62 plus 4 Tausendstel minus 0,015 Hundertstel. So, haben wir also fast 200 Toleranz. Also sind ja nicht alles Fachleute, die jetzt unbedingt hier bei zugucken. 200 ist 3-mal so dünn wie eines meiner Haare. Also wenn man sagt, wir arbeiten haargenau, ist das definitiv immer noch untertrieben. Wir arbeiten viel genauer als Haare sind. Was ich jetzt einfach nochmal mache, stumpf. Ich gehe das Programm einfach nochmal durch. Gucke, wo war was mir nicht so ganz so gut gefiel. Und alles bedacht habe. Die Bohrprozesse. War ich top zufrieden mit. Da ist gleich noch wichtig darauf zu achten, dass ich nicht in eine Backe bohre. So, genau. Das war die Post. Wo war ich? Gewindet. Jetzt kommen die Schneiden. Hier bei den M0 muss ich gleich ans Fetten denken. Irgendwas habe ich kürzer gesetzt. Ja, genau. Die Schnitttiefe. Da, die habe ich auf minus 8, weil ich ja keine Durchgangsbohrung bei dem Aluteil hatte. Und da gehe ich mal auf minus 12. Auch das ist nicht ganz durch. Das ist ein Feingewindebohrer, den ich mir leihen musste. Der ist nicht wirklich für VA gedacht. Das ist ein allgemeiner. Also schneide ich den Rest per Hand. Das ist scheißegal. So, das Fräsen, das Schrubben. Damit war ich aber jetzt zufrieden. Hier werde ich darauf achten müssen, ob er das schaffen wird. Und die 2 mm war auch noch die Idee, dass das zu viel sein könnte. Okay. Beim Schlichten eigentlich kein Stress. Das Aufmaß hat mir super gefallen vom Schrupper, das er gelassen hat. Wir haben eine M0 zum Einbauen. Das schreibe ich wohl mal gerade noch hin. Einbauen plus X-Korrektur. Okay, das ist für mich neu, während ich arbeite, zu reden. Und das werde ich auch wohl noch so hinkriegen, wie ich normalerweise arbeite. Bisher fällt mir aber auf, ich mache viel mehr Fehler. Jetzt gerade zum Beispiel wieder, und das sind ganz halt solche unnötige Fehler. So, hier steht der Bohrer jetzt. Die Backen waren länger, das Teil war länger, das Aluteil. Ich habe keinen Nullpunkt gesetzt. Ich muss noch den Nullpunkt setzen.
habe ich mein einziges Drehwerkzeug aber ausgebaut, also mache ich es hiermit. Taste ich nur an. Ich habe jetzt einfach ein kleines Blech dazwischen. So, und das fahre ich jetzt wieder weg. Los geht's! So, sieht jetzt ganz anders aus, weil das Loch in der Mitte schon ist. Ja, das passt. Und ich glaube, er muss minus 17. Das ist der 8,6. Ah, wisst ihr was? Die Korrekturen nochmal durchgegangen, steht alles auf 2 Zehntel plus bei den Bohrwerkzeugen, aber jetzt kann ich mit den ersten gegenüberliegenden Bohrungen jetzt schon mal den Lochabstand kontrollieren. Wir haben einen Lochdurchmesser von 5,12. (68,9). Perfekt. Ihr könnt es auch nochmal digital sehen. 68,9 plus 5,12. 74 soll. So, jetzt fängt langsam an Spaß zu machen. Bisher zwar nur Hölle. Aber die liebe ich auch, die Hölle. Hört sich wunderbar an. Tiefe erreicht. Nächste Loch. So, jetzt das genauer. Ich glaube, der war nicht perfekt durch. Das kontrollieren war. Doch, doch. Er ist halt so weit außen, das. Scheiße. Alles gut. So, jetzt kommen die Gewindebohrungen. Da sollte nochmal ein M0 kommen, ja, zum Bohrerwechsel. So, weil es steckt noch der M12 mal 1,5 drin. Das war jetzt nicht so. Wir brauchen jetzt den M6. Gleich da oben liegen lassen. Jetzt kommt erstmal ordentlich Fett rein. Ob bei den Durchgangs da was hängen bleibt. Aber ich weiß, dass es läuft. Aber mit dem M6 im V4A geht mir die Pumpe. Immer. Okay. Passt. Wasser geht dabei an. Los.
Boah, läuft. Achte ich halt sofort beim Anschnitt drauf, ob die 3 Späne sehr schön gleichmäßig rauskommen. Da hast du meistens schon keine Sorgen. Wenn da schon irgendwas nicht stimmt, dann kann man abbrechen. Das wird nach hinten hin nicht besser. Und beim Umkehr, das heißt beim Rausfahren, gibt es hier irgendwelche Quietschgeräusche. Bei VA heißt das sofort, da ist die Beschichtung von den Schneiden runter, Gewindebohrer wechseln. Egal, ob das Gewinde noch gut ist oder nicht, wechselt es. Apropos Wechsel. Wir wechseln den Gewindebohrer. Ich weiß, dass M10 kommt, ich gucke aber nochmal, M10, okay. Gerade bei solchen Geschichten, die so fehleranfällig sind, empfinde ich es als wichtig, sich selber für blöde wie ein Brot zu halten und eben sowas zu machen. Den Bohrer angucken, ist es 10, hier nochmal gucken, soll 10 und dieses ist soll. Mit ganze Zeit abgleichen und nicht aufhören damit. Auch hier, obwohl es gelaufen ist, ich gucke, ob die Vorpositionierung stimmt. Sie stimmt zum Gewindebohrer. Alles passt. Dann mache ich den Einzelsatz raus. Notaus bereit für jedes Knacken und go. Ja. Nächster Gewindebohrer. M12 x 1,5, M12 x 1,5, ja. So, die Bohrung liegt hier komplett frei, da ist keine Backe hinter. Das wusste ich am Anfang auch noch nicht ganz sicher, ob es da vielleicht eine Gefahr gibt. Ich würde deswegen sogar sagen, dass ich den jetzt schon mal, weil ich weiß, dass das Gewinde so eh nicht durchgeht. Da ist noch die Sache damit, dass es kein VA-Gewindebohrer ist, aber ein bisschen tiefer können wir schon dann noch. Ja. Ich frage mich gerade, worauf ich jetzt gerade erst gekommen bin. Wir haben hier eine Schnittgeschwindigkeit von 6. Ich habe das Ganze aber, er greift dabei auf die Gewindetabelle ja zurück, um die Schnittgeschwindigkeit zu berechnen. Weil es gab gerade so ein leichtes Quietschen bei den M10-Gewindebohrer beim Einfahren. So, da dachte ich schon, Schnittgeschwindigkeit ein bisschen hoch, aber kann ja nicht sein. Doch, kann sein. Er greift ja dann, ABC kann ich nicht, ja, auf die 6 mm zurück zur Berechnung. Jetzt habe ich aber einen M12. Nee, das können wir nicht machen. Wir müssen hier mit festen Drehzahlen rechnen. So, hier können wir hier noch die 197 lassen. 196, weil er auf die Werkzeugtabelle zurückgreift. Das kann er hier nicht mehr. Also rechne ich die Drehzahlen hier einmal aus und mache es mit 197 und fester Drehzahl. So, dann hier die 1000, ne, wir haben hier 6 VC, 1, 2, 3 durch 31,4. Sagen wir hier 190 Umdrehungen. Und beim M12er 12 mal 3,14, 37,7. 1000 durch 37,7. 160. Ja, das hätte jetzt halt beim Alu einfach null interessiert, aber jetzt bei dem VA ist das schon scheiße. 12, wir steigen bei der Drehzahl da auch ein. Warum hat er jetzt trotzdem 190?
bisschen Angst, wenn er das so falsch macht, dass mir da, weil beim synchronen Gewindebohren kommt es halt einfach auf das Verhältnis zwischen Drehzahl und Vorschub an. 190 habe ich beim M10. Ich bin noch richtig eingestiegen. Oder habe ich die 190? Hier habe ich 160. Na, lass mal da mal dahin gehen. Passt, 160. Ah, ich bin wahrscheinlich falsch eingestiegen. Okay, passend vorpositioniert. Wasser geht beim Zyklus an. Steigung passt. Gewindebohrer passt. 16 passt. Okay. Danach wegfahren passt. Rollweise halt an. Go. Jo, da hat man einen Knack. So wie vermutet, dieser Gewindebohrer ist dafür nicht geeignet. Hätte ich es also wohl doch beim Anschneiden belassen. Zählt minus 10 nur. Ja, soweit nichts passiert. Hat sich aber einmal derbe Scheiße angehört. Ich mir mal den Gewindebohrer an. Jetzt sehe ich ein bisschen hier Edelstahl, ganz bisschen hier rangegangen, aber da quetscht er dann einfach. Ne, ich fahre jetzt nur noch 8 mm rein. Ich guck mal, der Anschnitt allein ist. Ah ne, 9 muss ich. 9 mm fahre ich rein. Jetzt eben bin ich 16. Muss reichen. Okay, jetzt ist gerade der Part. Der nächste Schnitt ist halt der entscheidende. Der nimmt die meiste seitliche Zustellung, die meiste Z-Zustellung und fährt 1/10 vor die Backen. Wenn der Schnitt jetzt vernünftig läuft, habe ich eigentlich keinen Stress mehr über die Fertigung des Restes des Teiles. Aber jetzt schon, hört sich schon satter an als. Ja, aber locker weg. Jetzt noch kommt die Backe. Die sind gehärtet, die Backen. Da kann ich auch drauf verzichten, da jetzt mit dem HSS drüber zu fräsen. Geil. Läuft auch. Ja, hier stellt er dann einfach im Eilgang an der Backe zu, aber was soll's jetzt? Habe ich getestet, passt wunderbar. Wie hat es euch gefallen? Kommentiert, schreibt runter, Fragen, wenn ihr was wissen wollt. Habe ich immer Bock drauf. Bis bald.